Manchmal habe ich einen Traum. Ich meine, es muss ein Traum sein, weil man kann sich schließlich nicht so weit zurück an seine früheste Kindheit erinnern. Ich liege in einem Nest aus Stroh, gut eingekuschelt, ganz frisch geschlüpft. Und alles um mich herum schnattert und kreischt und ist vollkommen aufgeregt. Das Schnäbeln hört man vermutlich noch über die Gassen. Er gehört der Kirche, wie es Tradition ist. Sie haben kein Recht, es ist mein Küken. Er passt nicht zu uns. Sieh dir nur sein Gefieder an, ganz weiß. Ein Zeichen Souls. Er ist noch so jung, man wird ihn töten. Der Orden kennt die Traditionen, man wird ihn aufnehmen. Was tut der Orden denn für uns? Ausgestoßene sind wir. Souls Gnade ist endlos. Soul wird für ihn sorgen. Er wird uns für unser Opfer belohnen. Die Stimmen verschwinden und es liegt vermutlich daran, dass ich sehr müde bin und einschlafe und all das ist extrem anstrengend. Ich wache erst wieder auf, als ich ein Tuch über meinem Kopf spüre und alles in einem dunklen Zwielicht verschwindet, als man mein Körbchen, in dem ich jetzt plötzlich liege, durch die Straßen zerrt. Wie Diebe schleichen sie sich heran an den Tempel und legen ein Körbchen auf die Stufen der Tempeltreppe ab. Und manchmal frage ich dann Schwester Brigida, ob das jetzt ein Traum, eine Erinnerung oder vielleicht sogar eine Vision Souls sein könnte. Und sie sieht mich dann meistens prüfend und urteilend an und sagt, wenn ich würdig sei, würde ich das dereinst erfahren. Und ich solle mich nicht in solchen Fragen in der Vergangenheit verzetteln, wenn sie mein Engagement für das Hier und Jetzt und meine Studien behindern. Ich solle Soul und dem Orden dienen und dann wären solche Dinge auch vollkommen unwichtig. Und so arbeite ich immer noch jeden Tag am Körper und am Geist und halte meine Federn weiß und strahlend, wie als Gebet an den großen Herrn. Und dann habe ich eines Nachts wieder denselben Traum. Oh mein Gott, ich halte es nicht aus. Das ist so lieb. Das lang erwartete und gut geplante Gespräch mit Enrik stand nun endlich an. Aufmerksam lauschte der Souverän den Ausführungen unserer Gruppe und sicherte ihnen volle Unterstützung bei all ihren Plänen zu. Besonders doch bei jenen Vorhaben, die die Heilung seines Sohnes Stolzamo betrafen. So führten die Nachforschungen einen Teil der Gesellschaft in das Kinderzimmer Samus, wo sich unerwartete Hinweise offenbarten. Die anderen bereiteten sich derweil auf eine ganz andere Angelegenheit vor: den Abstieg in das Fass. Die Küche ist verlassen. Man hört nichts im Schloss, es ist relativ ruhig. Ihr steht dort, eure Gegenstände, die ihr so mit habt, Brecheisen, Rüstungen, Schilder. Es scheppert ein bisschen, macht ein bisschen ein Geräusch. Aber
Ansonsten ist es hier in der Küche ziemlich leise. Man hört noch das leise Knacken der Kohlen in der sterbenden Feuerstelle, wo eben noch gekocht wurde. Es ist wohlig warm dort drinnen, einer der wärmsten Räume in diesem winterlichen Jagdschlösschen. Und so steht ihr, man ist noch mal ganz ruhig, vor dem Abgang zu diesem Keller, wo man runtergeht. Könnt ihr mal einen Wahrnehmenwurf machen. Bitte schön. Du mit Vorteil sogar, Sophie. Oh yeah. Mit Vorteil heißt was? Mit zweimal und das Bessere nehmen. Okay. 17. 4. Du bist wahrscheinlich gerade damit beschäftigt. Wir nehmen nicht die 10. Ich freue mich schon so aufs Fass. 23. 23. Du bist schon dabei, die Klappe Ja. zu öffnen, Ja, genau. in Richtung Keller. Die Küche ist ja quasi im Erdgeschoss, wo sich auch euer Dormitorium befindet, euer Raum, den ihr bezogen habt. Und du hast das Gefühl, aus eurem Zimmer hörst du ein Geräusch, ein dumpfer Aufschlag von irgendwas. Ich schaue euch an. Irgendwas ist in unserem Zimmer. Und ich schleiche mich schon zum Zimmer. Okay. Was soll das sein? Ich habe was gehört. Ich habe nichts gehört. Es wird nur der Wind gewesen sein. Ich schleiche mich schon vor, also ich höre. Geht Bin schon am bist schon- Sneaken. Du checkst schon hin. Cleon dreht um und Was begleitet die Bix Shepard. und bedeutet euch, aber er sollte weitergehen. Ja, ich mache da Gut. die Tür auf. Oder ist das eine Falltür am Boden oder ist das eine normale Tür in der Wand? Das ist eine Klappe, die Okay. man aufmacht, wo man dann Okay, ja. Treppen runter. Ja, also ich mache das schon auf und gehe Ja. mal davor. Vielleicht sollten wir noch kurz warten. Wer weiß, Die was da in machen das unserem schon. Zimmer steht. Bix, Was soll denn sein? du bist sofort losgeschlichen. Hörst hinter dir irgendwo das Scheppern der Rüstung vom Bruder Clune, der dir nachgeht. Die Zimmertür habt ihr zugemacht. Aber es ist nichts leichter, als sie zu öffnen. Sie ist ja nicht verschlossen. Und wenn du sie aufmachst und reinschaust, dann siehst du euren Raum. Wind pfeift dir ein bisschen entgegen, wenn du die Tür öffnest. Ein paar Schneeflöckchen landen auf deiner Haut. Und dann denkst du dir, Schneeflöckchen? Wir haben doch das Fenster verbarrikadiert. Im nächsten Moment landet etwas auf dir, reißt dich zu Boden, du bist nicht besonders groß. Du siehst spitze Zähne, du siehst ein Auge, bernsteinfarben, ein Auge milchglasig weiß, aber trotzdem hast du das Gefühl, es schaut dich an und du siehst diese spitzen Zähne, das Maul reißt auf. Initiative. Du siehst eine Zunge, die rauskommt, die dir einmal übers Gesicht drüber fährt und dann ein extrem dicker, flauschiger Kopf, der dir so gegen den Kopf knallt und dann hörst du ein Was machst du? Graule. Verteidigungskraulen. Okay, du kommst gerade ums Eck, ja, wo die Bix hingeschlichen ist und siehst Schneegestöber aus eurem Zimmer so ein bisschen kommen noch, so die letzten Flocken von Schnee und die Bix, die am Rücken liegt und ein großer Luchs, der auf ihr drauf sitzt mit ganz fetten Pfoten, dickes Winterfell, grau, ein bisschen gefleckt. Wenn du das siehst, siehst du, okay, der kurz hast du das Gefühl, der frisst sie auf und dann merkst du aber, na, es ist eigentlich gar nicht der Fall. Kenne ich den Luchs oder ist das ein Wenn du ihn wegdrückst, so ganz leicht, dann ja? hast du ein komisches Gefühl bei dieser Geschichte, weil du hast nicht das Gefühl, du kennst ihn, sondern du hast das Gefühl, du warst er. Alles, was das betrifft, die Pfotendicke, der Blickwinkel,
alle diese Geschichten, da hast du schon öfter mal, so hast du schon mal geträumt, Ich drück den Lux so ein bisschen von mir rein und dann bin Du ich so. siehst sein rechtes Ohr, da fehlt, da ist ein Stückel rausbissen worden von irgendeinem anderen Viecher mal. Das rechte Auge hat auch irgendwas hat da drüber gekratzt oder gekrallt. Das schaut fast blind aus, aber du merkst, es ist nicht wirklich blind, hat nur die Farbe geändert. Das linke Auge ist bernsteinfarben. Ich bin so, Smarra, bist du das? Und dann schaue ich den Lux so an. Und schaut der aus wie von meiner Großmutter, der Lux, oder? Ähnlich, aber du bist aber, glaubst, entweder ist ihm viel passiert in der Zwischenzeit oder du weißt nicht, ob es ist oder nicht ist, ist schwierig zu sagen. Er schaut dich jetzt auch gelangweilt an, kurz, ja, wenn du dort stehst, Hand am Schwert. Ich fange so an, ganz leicht zu weinen und dann kraul ich. Und wie ist dein Name? Schaut dich an, schnurrt und steht dann auf, setzt sich kurz hin. Man sieht diesen Stummelschwanz von dem Lux. Leon erhält gemischte Signale von der Szenerie. Das ist alles gut. Meine Großmutter hatte auch so einen Lux. Soll mich diese Information beruhigen? Ja, es ist alles gut. Wo kommst du her? Er beginnt seine Pfote zu schlecken, schaut gelangweilt über die rechte Schulter ins Zimmer rauf, dort wo das Fenster ist, wo ganz offensichtlich etwas rausgedrückt wurde von dem Lux. Dann schaut er wieder zum Clune und du merkst, wie so, Der ist nicht zum Essen. Der nächste. Kommst du mit in den Keller? du merkst, er schaut sich kurz um und fast als würde die Schulter zucken, steht er auf und trottet los Richtung zum Clune. Geht an dir vorbei, schlägt auch dir kurz über die Hand und du hast das Gefühl, ist das eine Kostprobe oder mag er mich? Weiß ich nicht. Ich murmle nur, reih dich in die Warteschlange ein. Und dann dreht er sich, bleibt da stehen und dreht sich um und wartet auf dich. Ich folge. Und dann, Ist das klug? das ist, in unserer Familie ist das normal. Irgendwann, wir schließen lebenslange Gemeinschaften mit Tieren. Vielleicht ist es endlich soweit. Vielleicht hat mich jetzt ein Tier gefunden und Wir nehmen es jetzt mit ins Fass. es wird sich zeigen, ob er bleiben möchte oder nicht. Das ist ein ziemlich großer Lux, gell? Also der ist. Dieser Abend ist ohne dies schon seltsam genug. Gehen wir zurück zu den anderen. Ihr habt den Keller geöffnet und steht vor dieser gähnenden schwarzen Leere hinunter die Treppen. Es brennt natürlich kein Licht unten. Du, Valkyrie, und du, Fabuland, ihr seht auch in der Dunkelheit ausreichend, um die Treppen fast bis runter zum Boden zu erkennen. Für dich ist es eigentlich zappenduster dort runter, wenn ihr dort steht. Ihr hört auch diesen Tumult kurz am Gang und dann das Gespräch zwischen Clune und Bix offensichtlich. Das dauert aber auch gar nicht lange, aber ihr steht dort und könnt auch etwas unternehmen, wenn ihr das schon wollt. Nachdem es einfach wirklich zappenduster ist, wie du schon gesagt hast, ich suche nach einer Fackel oder nach einer Lampe. Im Idealfall vielleicht etwas, was wirklich ein bisschen abgesichert ist. Und Ja, in der Küche am Tisch, auf dem großen Tisch, siehst du eine Laterne, die dort steht. Das ist keine Sturmlaterne, das ist eine normale mit einer Kerze drin. Die Kerze ist allerdings nicht entzünden. Kannst du durchaus nehmen. genau, also die borge ich mir und entzünde die Kerze und Ja. schließe dann auf. Die Kohlen, die übrig gebliebenen, sind noch heiß genug, um die Kerze ohne Probleme zu entzünden. Und ihr zwei steht so dort. Ja, ich mag schon runtergehen. Du gehst schon mal los? Ja. Ja, die Treppen runter, Steintreppen, die dort runterführen, sind steil und kein Problem, sie zu erklimmen. Ein paar Schritte runter. Unten ist es nicht wirklich sehr hoch. Du bist groß. Du kannst zwar aufrecht stehen,
aber du würdest jetzt nicht besonders hoch springen wollen da drinnen in diesem Keller zum Beispiel. Ja? Zu wissen, okay, ja. Dieser Keller ist eher lang gezogen. Du siehst, er ist ein bisschen verwinkelt. Es steht hier ein Mäuerchen, dort eins. Es geht nach links, es geht geradeaus. Dieses Fässchen oder dieses Fass, mit dem ihr euch beschäftigen wollt, allerdings steht geradeaus vor in diese Richtung. Und dort liegt ja auch der tote Wachmann. Ah, der liegt immer noch der dort. Hinten, ja, außer er ist weggegangen. Das wäre aber seltsam. Also liegt er immer gut. Wenn er noch unten Ja. liegt. Wenn du runtergehst, du siehst so weit, dass du erkennen kannst, ja, dort liegt noch jemand, ist abgedeckt, wurde offensichtlich wieder verdeckt, nachdem er überprüft wurde von wem auch immer. Aber er wurde jetzt wieder zugedeckt und liegt dort hinten als für dich erkennbar grauer Schemen am Ende dieses Kellers. Was für die es nicht haben, die Dunkelsicht nicht haben, spannend ist, du siehst im Dunkeln, wenn es ganz dunkel ist, so wie jetzt, schwarz-weiß. Nur Graufarben, Grautöne. Ja, also Farben erkennen wäre in dem Fall nicht möglich, aber die Umrisse sind alles gut zu erkennen für dich. Aber da kommt auch schon hinter euch mit einer kleinen Laterne und einer Kerze der gute Ephraim nach unten. Hast du das Brecheisen? Natürlich, habe ich mit. Sag ich mal. Ich Du würd gehst gern zum Fass zum quasi. Fass mit dem Brecheisen. Ich hirsche hinterher, wohl in der Annahme natürlich, dass sie auch gute Sicht braucht. Ja, Fabuland mit von der Partie oder Ja, ich schaue immer wieder. du kannst auch noch oben warten auf die anderen, wenn Ja, dir das lieber ist. ich warte wahrscheinlich von der Neugierde hin und her gerissen und werde letztlich So halb auf den Stufen. so halb auf den Stufen, aber wenn die dann unten ums Eck verschwinden, gehe ich auch mal. Ja, dieses Fass ruht ja auf einem Gestell. Ja, muss man vorstellen, das Fass, ja, das ruht auf einem Holzgestell und das Ganze schaut alt aus, aber recht robust aus, hat durchaus schon bessere Zeiten gesehen. Und wo willst du den Hebel des Brecheisens, was willst du erreichen mit dem Brecheisen? Ich will, dass es aufgeht, das Fass. In welche Richtung? Hebelst du es von einer Seite runter, dass es quasi runterkippt? Von vorne, dass es mit dem runden Teil, mit der Frontöffnung sich hebt? Man kann mit einem Brecheisen auch hervorragend zuschlagen. Das ist alles durchaus möglich. Okay. Hast du eine Idee? Sonst schlage ich einfach drauf ein. Wir können uns mal nochmal anschauen, ob man das vielleicht irgendwie aufbekommt, bevor wir das ganze Fass kaputt machen. Du schau es dir mal an. Dann versuche ich es erneut. Ja. Du versuchst es erneut. Ja. Na dann, Diesmal mit der Lampe allerdings auch und taste überall die Ränder ab, gehe nochmal zu diesem Spund hin, also schau, wo das rausgebrochen das ist so ist. ein Spundloch, wie gesagt. Halte auch die Laterne so hin, dass ich einen Blick hineinwerfen kann. Macht man vielleicht auch so die Laterne nochmal so auf, dass ich schaue, ist da tatsächlich ein Luftzug? Ja, wenn du es aufmachst, spürst auch du wieder Okay. einen kleinen, aber durchaus erkennbaren Luftzug. Ja, jetzt vielleicht sogar noch stärker, weil oben die Tür offen ist und das Fenster zu euch auch wieder geöffnet ist. Das heißt, das zieht vielleicht sogar ein Und bisschen kommt stärker. definitiv aus dem Fass. Mach mal einen Investigationswurf. Jetzt kommt wieder der Tipp des Spielleiters, verstecke nie eine wichtige Information hinter einem Würfelwurf. Du stehst bei dem Fass und stellst fest, es ist ein Das ist ein Fass. leeres Fass, vielleicht ist sogar noch was drinnen. Ja? Man weiß es nicht genau. Also, Also es ist definitiv was Holz. Könnte gefährlich sein, dass ja, Also, wenn du den Hebel ansetzen solltest, irgendwo zwischen den Planken, mach das seitlich, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht noch was drin ist. Ich will mir das auch mal okay. ansehen. Fabuland kommt jetzt dazu. du gehst auch runter. Ja, jetzt- Ihr kommt auch. Das dauert ja nicht so lang. Ich sag noch zum Luxi, warte, ich gehe vielleicht vor. Geh lieber hinter mir, mein Und dann Freund. setzt er sich hin und wartet, bis du vorbeigehst. Wenn ihr dahinter tatsächlich einen Geheimgang oder was auch immer vermutet, dann wäre es doch logisch, wenn das irgendeinen Mechanismus hätte, um es zu öffnen. Ja, okay, ich schau auch noch mal kurz. Also ich Vielleicht- nehme Schau mir das an. Ja.
Schaut es gemeinsam an. Was bedeutet das spieltechnisch? Wenn einer den anderen unterstützt, dann bekommt der den Vorteil, dass er mit 2 würfeln kann. Oder jeder würfelt einmal, was im Prinzip fast das Gleiche ist, aber ja. Dazu kommt natürlich eine Bardic Inspiration. Das heißt... Ein fröhliches Liedchen gepfiffen, weil Ja, Geheimgänge suchen. Also du kennst dich aus mit Mechanismen? Nein. Aber so schwer kann das nicht sein. Es muss irgendein offensichtlicher... Und da wollte ich dir helfen dabei, weil hier in der Tundra, da gibt es sowas nicht. Ja, aber wir finden das schon. Also ich schaue halt einmal. Ja. Ich weiß zwar nicht, wonach Also ich kann auch... aber enthusiastisch. sehr, Okay. sehr. Also du darfst 2 Würfel würfeln und bekommst eine Bardic Ich Inspiration. hab mal 5. Und 2, das ist ganz toll. Eine D6 Bardic Inspiration dazu, oder? Ja. Bitteschön, D6 noch dazu. Bix muss es Die Wix muss da ran, an das Fass. Das ist aber schon der bessere Würfel jetzt, gell? Ja. Glaub ich. Kann nämlich sicher hineinklettern. 6. Also 11 insgesamt nachher. Ist es 11 oder was? Na, und Na, die Investigation dazu. 5 plus 6. Ja, aber ich habe keine Investigation, also es ist einfach 5 plus 6. Naja, aber Suche 11 besser ist ich. doch nicht schlecht. Also, Auch ist nicht keine gut. Ahnung, aber ich schaue halt. Ja, du schaust halt. Bei dir ist es vielleicht... tatsächlich ist es schräg in dem Keller zu sein. Er singt ein nettes Liedchen für dich, summt eins dahin, Drücke auf, drückt Sauflied. auch Ganz herum, entlang. unterstützt dich quasi bei manchen Sachen. Astlöcher. Bei dir ist es mehr so ein von da Ja. dort. Und vielleicht ist es genau das, ja, die Information, die du da bekommst mit einer 11. Irgendwann einmal nimmst du dieses Fass, so ein bisschen, ja, eine Barbarin halt, ne, und reißt mal gescheit an. Und dann hörst du im Fass so etwas wie das Klingeln oder Scheppern einer Kette. Hast du das Gefühl, wenn eine Kette gegen ein Holz schlägt oder so, klicke-die-klack. Habt ihr das gehört? Ja. Dieses Klingen? Ich rüttel noch mal Das ist der dran. Moment, wo Ich ihr zwei mal weiter unten rütteln. reinkommt, also dorthin kommt. Ja. Wenn wir durch die Küche in den Keller gehen, schaue ich noch, ob ich eine Wurst oder sowas sehe. Und dann, die nehme ich dann und dann frage ich den Lux so, hast du Hunger? Ja. Was für dich? Ja, also finden tust du ganz sicher noch beiße ein etwas, Stück ab und ich gebe ihm das auch dort ein liegt, Stück. ein kaltes Stück Dann gehen wir in Wildbrett den vom Keller. Abendessen. Und er nimmt's und kaut dran. Aber eher gelangweilt, hast du das Gefühl. Es ist nicht so jetzt, ich bin hungrig. Es ist mehr so ein okay, Snack. Sag mal nicht nein. Ja. Okay. Ja, Dann- aber das ist der Moment, wo ihr dann unten dazu kommt, wo die Valkyrie gerade das Ich hab- Fass fast aufgehoben hat und so sagt, da scheppert. Erschreckt nicht, ich habe einen neuen Freund mitgebracht. Wo ist er denn? Ein Freund? Und schaue knapp 1,5 Meter wahrscheinlich zu hoch. Greife zum... Nein, nicht. Das ist, ich glaube, falls er sich entscheidet, bei mir zu bleiben, nenne ich ihn, glaube ich, Thymian. Er riecht ein bisschen nach Eher. Kräutern. Eher. Ein Luchs. Ein Eher. Schaust du ihm auf die Klöten? Ich schaue mir auf die Klöten. Ja. Ich hab's, es ist auf meiner Augenhöhe. Also ich hab Klöten schon gesehen. Ja, er schaut dich ein bisschen entfremdet an, wenn du das tust. Dreht sich so ein bisschen weg. Ich konnte nicht Eher. anders. Oh, er ist aber hübsch. Jetzt, Was sagst du, er ist aber hübsch, oder was? Das ist schau ihn jetzt an. Darf ich ihn streicheln? Frag ihn mal. Das ist ein Ich wildes denke Tier. schon. Offensichtlich nicht. Du siehst, wie sich seine Augen so Geh hin. ein bisschen verengen, wenn du hingehst. Ich sage ihm so, das ist fabulant. Er redet viel, aber er ist ein guter. Lass doch den armen Luchs in Ruhe. Ja, es schaut so flauschig aus. Willst du, dass man an dir Er herumzerrt schaut und dich dich an. antatscht? Der Lux? Ja, er sagt, er schaut so flauschig aus. Schaut er dich an. Entsetzt. Kann ich, während ich das Fass in der Hand habe, Speak with Animals machen? Könntest du machen, ja? Ich ja. will das machen. Ich mag Wie? den Lux begrüßen. Bin so, Ja. keine Sorge, wildflauschig.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ist das ein Spell oder muss ich da irgendwie... Ja, das bei dir, in deinem Fall, wird es wahrscheinlich mit einer Tätowierung zusammenhängen, würde ich fast sagen, oder? Du berührst eine der Tätowierungen, die du hast, konzentrierst dich, ganz kurz, und so locker das Fass mit einer Hand nehmen, mit der anderen genau. reibe ich da mal meine Tätowierung. Genau. Ja, Okay. und dann spürst du, wie dich diese Kraft durchfließt, die es ermöglicht, mit Tieren zu sprechen. Cool. Willkommen, Lux. Oh, hörst du das? Was- Für euch ist es was- mehr so ein Schnurren. Cool. Und dann beginnt, je nachdem, was du ihm fragst, Was beginnt ist der Name? Woher kommst du? Das musst du sie fragen. Oh, wieso bist du hier? Das musst du auch sie fragen. Sie braucht Hilfe offensichtlich. Bix. Hm? Bix? Ja. Er Okay. lehnt sich so an bei dir. Der ist ziemlich schwer eigentlich, der Pup, und die Bix wird so ein Stückel. Ja, das macht nichts. Schön, dass du da bist. Ja, das finde ich auch. Hört man, dass sie vor sich hin knurrt oder miaut? Nein, sie spricht, alles was sie spricht, spricht sie. Kannst du mit Tieren sprechen? Ja. Ja, natürlich. Du brauchst offenbar Hilfe und deswegen ist er da. Und er hat aber noch keinen Namen, also wenn du ihn Thymian nennen magst, dann Ich schau ihn an. Ist dir das? Thymian. Ein Kraut. Du riechst gut. Er ist sehr glücklich über den Namen. Das ist wahr. Also du merkst, er versteht, was sie sagt. Ich glaube, ich habe von ihm geträumt. Vor ein paar Nächten. Wer tut das nicht? Meine Setzt sich dann Groß- so hin, sitzt dann so dort und dreht sich so in deine Richtung ein bisschen und sitzt sehr offen vor dir jetzt. Vor dir. Okay. Okay. Aha, dann darf Also- ich ihn wohl streicheln. Wir haben. Nur nicht dort. Okay. Ihm Wir haben streicheln. eine extreme begeisterte Anzahl an Fähigkeiten, nur nicht über dieses Fass aufgeregen. Ist das richtig? Nein, da ist was drinnen. Hörst du das? Ist das, und ich ist das rüttel an Loch dem offen? Fass. Das Spundloch. Spundloch. Das Spundloch ist offen, ja. So, lass mal das Fass nieder. Okay. Er ist jetzt nicht komplett hochgehoben, es ist Ach so. jetzt mehr so ein Okay, bisschen... na dann greife ich einfach mal in dieses Spundloch hinein. Ja, das ist nicht ganz so, dass man... Also du kommst rein mit den Fingern, ja, und was machst du da? Und taste mal. Ist da noch Flüssigkeit unten? Nein, das wäre zu... Also wäre arg, Ja, wenn nein, da aber Flüssigkeit... genau. Ja. Dann wäre sie arg stark, wenn da Flüssigkeit drinnen wäre. Aber wenn du so herumtastest und du tastest nach oben, dann merkst du, da ist ein Ring, da hängt ein Ring, und dann merkst du plötzlich, dieses Scheppern hört auf und du hast einen Ring in der Hand. Also in der Hand, im Finger, Im eigentlich so Finger. eingehakt. Ja. Ich zieh mal, wenn das geht. Ja, es ist nicht ganz einfach, aber wenn du ziehst, merkst du, dass aus dem, das seht ihr dann auch, ja, aus dem Spundloch kommt dann ein Ring mit einer Kette, und wenn du da anziehst, macht es irgendwann krack, und dann fährt dieses ganze Ding zur Seite. Da ist ein Mechanismus. Na bitte. Ich hab's doch Du hattest gewusst. recht. Offenbart Stufen in die Dunkelheit. Braucht einfach jemanden, der unerschrocken oder dumm genug ist, einfach in ein Loch zu greifen. Offenbar. Ich hätte jetzt gleich das Brecheisen verwendet, aber Hätte auch den. okay. Gut. Ich hätte einen Schürhaken verwendet. Könntest doch deine Deine Hörner Hand tut's auch. Magst du deinen neuen Freund nicht sagen, er soll vorausgehen? Ich glaube, der kann besonders gut in der Dunkelheit sehen. Ich auch. Wir gehen da gemeinsam hinein. Ich gehe schon. Du hast eine Lampe Dann und schaue ich schon. wir sehen eh. Na gut. Halt! Sag, bin ich eigentlich der Einzige, der nicht in der Dunkelheit sehen kann? Clio? Bist du auf die Laterne Ja. angewiesen? Schon. Ja. Na gut. Habe ich da irgendwie einen ersten Eindruck? Ist das total mit Spinnweben versponnen und staubig und dünn? Nein, oder ist das gar nicht. Nein. Gar nicht. Es ist nicht
sauber oder super. Es ist wie der Keller eigentlich. Okay. Ne? Von demselben Stil, nur dass jetzt plötzlich Treppen weiter nach unten führen. Ich folge euch mit ein wenig Abstand, damit der Lichtschein uns nicht verratet. Also versucht möglichst leise zu sein beim Untergehen. Gut. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal etwas sehr spezifisch Rollenspielerisches, nämlich eine Marschordnung, die wir einhalten werden, glaube ich, dort runter. Denn es ist nicht breit genug jetzt bei den Treppen, um nebeneinander runter zu gehen. Die sind nicht sehr schmal, aber auch nicht so breit, dass man eine Couch nach unten tragen könnte wahrscheinlich. Also wer geht vor und wer geht nach? Also ich gehe vor. Die Bix geht vor. Okay, dann stellen wir hier einfach mal die Bix hin. Dann gehe ich gleich dahinter. Dann kommt gleich da hinten die Valkyrie. Wer mag dann? Wenn sich niemand meldet. Fabulant finde ich Kommt immer die Neugierde. Nach hervorragend. der Fabuland, weil auch der sieht im Dunkeln. So, dann gehe ich und du gehst das Ich gehe jetzt leise, damit ich dich nicht blende, genau. Dann ein Vogel und dann der Lux und die gute Bix. Ja. Thymian und Bix können durchaus nebeneinander gehen. Bix ist so klein. Der Lux ist zwar groß, also für einen Lux groß, aber nicht zu groß, als dass sie nicht nebeneinander gehen könnte. Katzenminze nennen sollen. Katzenminze. Das war schön. Genau. Wollen wir So. das Fass da oben wieder zumachen hinter uns? Wollen wir das? Dann Geht das kommen wir einfach? nicht wieder raus, oder? Ja, die Naja, aber Kette das, war im Fass. das ist drinnen. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Können wir es zumachen? Keine schlechte Idee. Ja, Das ist- durchaus. Gut, dann Dann machen wir das. also, Ja. Kümmern wir geh und du zwei. hilfst mir und Dann geben wir zwei. Dort greift man einfach nach oben, zieht diese Kette wieder durch den Schwund, zieht an, dann fährt dieses ganze Ding wieder. wir lassen uns aber wirklich ein wenig Zeit, damit man nicht womöglich eben mit dem Lampenschein die anderen verraten würden. Ja, das Also geht's gewunden runter oder ist auch zuerst geht es einmal ein Stückchen gerade nach unten und Ja. dann merkt man, beginnt eine Windung sich nach unten zu bewegen. Bleibt das so unterhalb des Gebäudes oder geht das Tiefer als das Gebäude ist. Ja, Der aber Keller das ist. bleibt örtlich unterhalb des Gebäudes und nicht weg hinaus in den Wald? Ja, das stimmt. Das würdest du auch sagen. Ja, also so. Noch kannst du quasi sagen, aha, okay, da oben gehen die Räume, da ist das Schlösschen. Alles das, was jetzt hier noch ist, befindet sich wahrscheinlich noch unter dem Jagdschlösschen. Ja. Das heißt, ihr schließt über euch das Fass und begebt euch den Weg dort hinunter. Und tatsächlich ist es so, es geht ein Stückchen die Treppen geradeaus nach unten und dann beginnt das Ganze sich nach unten zu winden in einer Steintreppe nach unten. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig gehst du vor, das heißt schleichend tatsächlich. Wenn ja, dann bitte einen einen Stealth-Wurf für alle, die das probieren. Wie machen wir das? Wir machen Gruppen-Stealth-Würfe. Das heißt, wenn die Gruppe sich leise bewegt, dann würfeln alle und dann wird geschaut, wie viele schaffen es, wie viele schaffen es nicht. Und je nachdem, wenn sie mehr schaffen als nicht schaffen, dann helfen diejenigen, die es geschafft haben, den etwas lauteren doch nicht so laut zu sein und umgekehrt. Ja? Dass wenn ihr das versuchen wollt, nicht vergessen, manche Rüstungen Ich glaube, ich habe Disadvantage of Stealth. geben einen Nachteil auf Heimlichkeitswürfe. Aber wir brauchen. Riecht nicht so nach. Alles, was im Würfeldings gewürfelt wird, zählt. Na bitte. Ich habe 14. 12. Ja, 12. das ist ja alles gar nicht schlecht. 11 oder 6. 8. 8, ja. 13. 13, okay. Ihr bewegt euch diese Treppen nach unten. Man hört, manchmal schleift ein Schild irgendwo an der Wand. Also meins. Manchmal hört man das Aufschlagen von einer Schwertschneide Also an einem meine- Oberschenkel. Solche Geschichten.
Aber ihr seid prinzipiell gar nicht zu laut, wenn ihr dort runtergeht. Das Licht wirft einen schönen, warmen Schein nach vorne. Während wir da runtergehen, Ja. schaue ich natürlich, nachdem es nichts anderes zum Anschauen gibt, auf die Wände links und rechts. Habe ich den Eindruck, dass sie sich baulich verändern? Also, Es ist seltsam. Ich meine, das sind Treppen, die von einem Keller nach unten führen. Du kannst mir einen Historienwurf machen, bitteschön. Wenn du wirst Information lachen, diesbezüglich. Das ist, ja. Das kann der Fabulant auch machen, wenn er Ich glaube, runtergeht. der Fabuland wird das besser machen als der, ja. Steine. Nein, da wäre ein Bonus, ich Hat nicht. wahrscheinlich trotzdem. Ihr bleibt Sehr frei. schön. Ja, insgesamt eine 6. Nein, eine 7 mit Bonus. Das sind hier Steintreppen, die nach unten führen mit einer Mauer links und rechts. Hier ist eine Mauer links. Und ist ähnlich wie im Schloss, weil da gibt es auch Treppen und Mauern. Auch rechts? Ich habe sowas im Schloss auch schon einmal gesehen. Ja. Und so führt euch diese Treppe nach unten. Wenn In wir heute einen- den ganzen Tag so würfeln, sind wir im Arsch. So führt euch diese Treppe nach unten in einen Bereich, wo eine 6 und eine 3. 3, diese Treppe führt zu eurer Verwunderung zu einem Boden, wo man dann plötzlich gerade geht. Also eine Art Raum vielleicht oder ein Gang, der weiterführt. Überraschend, ich weiß. Was allerdings gewürfelt werden kann jetzt, ist ein Wahrnehmenswurf von der Bix und aber auch der von der Valkyrie, weil die kann über die Bix ganz easy cheesy drüber schauen. Hinter der Valkyrie nichts mehr, weil da ist eine Halborgin, die quasi Eine Wand von Ork. eine Orkwand vor euch. 6. Okay. 17. 17. Ja. Gut, du kommst runter. Es beginnt ein Gang, sich vor dir breit zu machen, quasi, könnte man sagen. Gewöhnt euch an quasi, das sage ich sehr oft, quasi. Das macht Dieser quasi Gang- nichts. Das macht quasi nichts. Dieser Gang hat eine Besonderheit, die du siehst, nämlich ein weißes Pulver, das sich gute 3-4 Schritt vor dir in einem Halbkreis von Wand zu Wand zieht. So ein schlampiger Halbkreis. Bleib ich kurz stehen und hockel mich halt hin und schau mal, was das für Pulver ist. Okay? Oh, Wie- Bix, warum bist du Weiß. stehen geblieben? Stimmt. Sehr Ich habe ja nichts gesehen. Plötzlich bleibt sie stehen. Ja. Siehst du dieses Pulver? Was ist das? Ah. Ja, keine Ahnung. Halt. Okay, ich sag's Ich nicht so fasse laut, mit- aber halt, ich mache ein Zeichen. Ich fasse mit dem Finger in stehen. das Pulver rein. Ja. Du findest, Dann schau ich. du findest amüsant, dass sie Halt sagt, weil du würdest eh gegen sie laufen eigentlich. Ne? Also ist pro forma ein Halt, weil plötzlich steht eine Wand vor dir und lässt dich nicht vorbei. Ne? Und sie sagt doch noch halt. Ja, Ja. praktisch. Dann ist fahre denn? ich so mit dem Finger und dann zerreibe ich so zwischen den Händen. Grobkörnig. Ich riech dran. Riecht. Hast du gehabt 17? Riecht bekannt. Riecht dir bekannt irgendwo? Bekannt gut oder bekannt schlecht? Oder nach Banane? Es riecht nach Bananen. Nein. Wenn Es du, riecht. wenn du dir es genau anschaust, siehst du jetzt auch schon neben dir Den Lux. der Lux, der so nach Katzenart kurz so drüber fährt und dann so die Pfote anschaut und so. Und dann nur so ganz gelangweilt ein bisschen Ich mache auch. Salz. Das ist Salz. Da ist Salz am Boden. An einer Spur. Ist das nicht? Lass Ich gehe mal, mich geh mal ein bisschen nach vor, dass ich die anderen. Ja, steigst über Salz drüber. Nein. Nein? Kenn ich mich. Weiß Valkyrie. Bei der Bix. Was Salz Das ist eine ist? Bedeutung. Nein. Danke. Was das, ob es eine Bedeutung Ich hat? steige über das Salz drüber, weil Oder die Bix weiß nichts von. Ob da irgendein irgendwelchen Volk einfach Aberglauben. Salz ausgestreut hat.
Es schaut für dich tatsächlich genauso aus, als hätte jemand hier Salz ausgestreut. Ja, Und zwar in halt einer dicken, also absurd dicke Linie Salz, so dass man es sieht, wenn man als erster wo Alles geht. in Ordnung Okay. da vorne? Was ist da? Ich steige über das Salz drüber. Da ist einfach eine Spur Salz, irgendwer hat es da ausgestreut. Naja, Geh weiter. vielleicht ist das eine magische Barriere. Ein Fluch. Magische Barriere? Was? Ich aktiviere meinen heiligen Sinn. Wie er sagt, Barriere. Du aktivierst deinen heiligen Sinn und wieder, wie immer, wenn das der Fall ist es jetzt für dich so ein leicht widerwärtiger Geruch von, in dem Fall, relativ schräg über dir, nach hinten. Ich meine, du kannst das nicht genau Es ist nur 60 pinpointen, wo das herkommt. Fuß, es ist nicht so weit. Ja, aber es ist so ein leichtes, dieses faulige Eier, Ja. Schwefel-Geruchsding, das dich mit den Aber weit über uns. so schwach, dass du sagen würdest, ein gutes Stück über euch, ja. Gut, ich schaue nach vorne und warte, bis sich die Gruppe wieder in Bewegung setzt. Ja. Ich würde das gerne irgendwie, darf ich? Ja. Es, Was? der Gang hat sich ohnehin ein bisschen verbreitet. Okay. Wenn die Treppen runtergehen, ist es ein bisschen leichter, aneinander vorbeizugehen. Hier könnten sogar vielleicht eine Nicht-Valkyrie und ein zweiter, also zum Beispiel, ich weiß nicht, der Bruder Clune und der Fabuland könnten wahrscheinlich sogar ohne Problem, zumindest nebeneinander gehen. Weil du bist halt echt, und der Ephraim ist auch so ein richtiger Kantenkasten. Ja. Ihr zwei nebeneinander wäre ein Problem. Genau, das wäre die Geschichte. Leichten Blut auf beiden Seiten. Also wenn du vorbei magst, dann lass ich dich schon vorbei. Quetsch mich da ein bisschen vorbei. Okay. Ja. Das Salz am Boden. das ist nicht so in einer Halbbewegung hingehen. Nein, Das ist richtig schön. Schön. Es ist so wie in einem bisschen einem Halbkreis, wie wenn jemand so Salz streut. Und zwar nicht wenig. Heißt der Halbkreis zu uns oder? Jetzt könntest du mir noch mal einen Wahrnehmenwurf machen. Du auch. 10. Hast du. Machst du nichts. 15. Zehn. 10. Na gut, 15. Du lässt ihn vorbei, er schaut sich dieses Salz am Boden an, er hockt sich hin, schaut kurz, wie das ist. Du schaust so über ihm drüber, hast jetzt auch ein bisschen mehr Licht vom Ephraim. Und was dir jetzt auffällt, ist, dass, obwohl der Gang, der nach unten, also die Treppe, die nach unten geführt hat und der Gang, der bis hin zu diesem Salz führt, nicht schmutzig per se ist, ist auch nicht besonders sauber. Ja, ist ein alter Gang im Endeffekt. Nach dem Salz allerdings hast du das Gefühl, da hat sich jemand gekümmert um diesen Gang, um diese, was auch immer das ist. Und wenn du schaust, siehst du vorne links oder rechts, beide Seiten so mit der Dunkelsicht, die du hast, dass Alkoven in den Wänden sind. Und dann ist dir klar, was das hier ist. Das ist eine Art Mausoleum. Hey Leute, wir sind am Mausoleum. Schaut euch das an, da hinten sind Alkoven. Und es schaut so aus, als hätte auf der anderen Seite von dem Salz Und jemand jetzt geputzt. mach ruhig weiter. Okay. Ich bin gleich da. Weil da ist alles erstmal besonders sauber, oder? Aber da drüben, schaut euch das an. Mausoleum. Ein unterirdischer Friedhof. Wie makaber. Hier? Ja, das ist jetzt, weiß nicht, glaube ich, nicht so unüblich. Das ist nicht so unüblich. Ja. Ja. Unüblich ist Mitten im Wald in einem Jagdschloss? in einem Geheimgang im das- Keller mit einem Weinfass Ich verbunden. meine, den, Ja, der Geheimgang Ja, ist schon das eigen. muss nicht immer geheim gewesen sein. Ich glaube, das sind zwei voneinander unterschiedlich. Oh. It's magic.
Oh. Schön. Ui. Wir werden sehen, was geschieht. Kommt dann die Skyrim-Musik und die Trauger greifen an, oder? Genau. Ja, Und wir sind gerade dort runter. genau, man sieht die Treppen Oder? noch. Aber das Salz ist nicht da. Ja, wo ist das Salz? Ja. Schlechte Requisite. Ich hätte Kokain. Ich wollte fragen, in welche Richtung weist denn der Kreis? Zu uns hin oder? So bist, also von euch weg. So, also so geht der. Ich tu das mal. Da ist er. Wie geht der? Luxi! Also der Bauch weg Wir von sind uns. quasi Der drinnen. Bauch weg der sich- von uns. Wir sind Jemand, drin. der sich zurückgezogen hat den Kreis gezogen. Ja. Na schau. Ganz hinten haben wir unseren Freund Ephraim. Ja, sehr das Geschäft. Machen wir zuerst noch den. Vogel. Ja, den Vogel. Einzige, der keinen Namen hat, wenn er aufgestellt ist. Das ist natürlich besonders fies, dass da Platten sind, Sehr oder? lustig, oder? Wie Vielleicht denn hat das ja gar nichts zu bedeuten. Ja. Oh ja. Könnt euch ruhig wieder zurücklehnen. Also wir gehen, Macht euch keinen Stress. Ist cool. Ist Wir haben cool. es gesehen, es wird sich nicht verändern jetzt. die Bix geht einfach langsam weiter. Du gehst weiter vor. Gehst Also du. Bix, dir ist schon klar, dass irgendjemand sich hier zurückgezogen hat, wie Bruder Cluin das sagt. Und Tatsächlich halt es hier jetzt so ein bisschen, wenn man lauter spricht, hört man. irgendetwas dort drinnen gelassen hat, von dem man nicht möchte, dass es herauskommt. Dann steigen wir über den Kreis drüber, aber wir zerstören ihn nicht. Bist du jetzt schon drüber gestiegen? Ja. Ich habe nicht gesehen, dass der Lux den halben Kreis aufgeschleckt hat. Nein, das hat gekostet, halbherzig. Aber wir sind doch, ja, warum jetzt umkehren? Wir sind doch extra da jetzt. Ja, ich sage Ah, wir gehen schon weiter. Seid ihr bewusst? Ja? Wir passen schon auf. Wir passen auf dich auf, mach dir keine Sorgen. Dann zwinke ich dir so zu. Also ich gehe ganz langsam weiter. Ich habe unmittelbar keine negative Energie gespürt. Nur das, was über uns wabert, schon die ganze Zeit. Dann sollte es doch da okay sein. Sagen wir so, Wölfe oder anderes natürliches Getier würde das nicht anstoßen. Das heißt nicht, dass wir sicher sind. Good point. Ich werde mir meine Glaive nehmen. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ja, passt schon. Ist Klebe. auch Englisch in Ordnung. Ja. Ich nehmen glaube, ich wir jetzt. werde jetzt doch einen Detect Magic summen. Ja, das ist eine gute Idee. Du ziehst deine Ja. Waffe, Nicht, als hätte ich Angst, aber einfach nur so, ich Ja. gehe halt damit in der Hand und hast neben dir die Stimme von. Ihr hört, dass Fabuland sich ein bisschen auf das Salz konzentriert und dann beginnt eine Melodie zu summen, die aber nicht einzelne Töne hat, die voneinander getrennt sind, sondern summt sich so ein bisschen, zieht Töne rauf und runter und ich schaue mal, ob da irgendein Ton schwingt. Besonders Wie ein Theremin, ob da oder? Ja, wie ein Theremin ein bisschen, richtig. Ob ich da irgendwo in Resonanz gehe. Wenn du das tust, dann merkt ihr, wie seine Augen, die ohnehin interessant sind, plötzlich einen leichten bläulichen Schimmer bekommen, ganz kurz, so leicht bläulich aufblitzen. Und wenn du dich dann umschaust und runterschaust, kriegst du mit, na, das ist eigentlich Salz, da ändert sich nichts vom Ding. Was du aber auch mitkriegst, ist, dass zum Beispiel eine Tätowierung bei ihr so einen leichten Schimmer hat. Du siehst beim Lux unterm Fell dürfte irgendwas leicht schimmern. Ja, so Sachen bemerkst du. Aber das ist es auch schon, was du jetzt hier siehst. Ja, dann fühle ich mich jetzt deutlich sicherer und werde einmal hineingehen in diesen Gang. Der Bix hinterher oder Ja. sogar voraus, wenn sie So wie ihr stehen seht, weiter vorn geht dieser Gang nach rechts. Eine Tür,
sieht man auch, die den Weg geradeaus weiter versperrt und es geht nach links. Und wenn ihr vorgeht, merkt ihr jetzt auch, dass in den Wänden eingelassen kleine Vertiefungen sind und in diesen Vertiefungen eingewickelt in alte Tücher, mumifiziert, offensichtlich teilweise skelettiert, schön tief drinnen. Also nach links oder geradeaus, wo eine Türe ist? Links und rechts davon. Links und rechts. Ja, in den Wänden einfach eingelassen. Nein, ich meine, der Gang führt Ja, nach links und rechts weiter. ja. Und geradeaus würde auch gehen wahrscheinlich, aber da versperrt eine Tür. Die ist natürlich auch nicht magisch. Nein. In irgendeiner Weise. Ich würde jetzt auch nach vorne gehen, Okay, wer ist jetzt aller vorne? Die Bix ist vorgeschlichen. gefolgt von Du Fabulant. bist auch Ich gegangen. gehe jetzt relativ, Ich bin also ich weitergegangen. laufe nicht, aber ich gehe doch zügig weiter und bleib nicht mehr Also stehen. ich denke, wir versuchen Schritt zu halten. Ja. Okay, das heißt, Aber es sind dort auch unten keine Fackeln, sondern wir sind wirklich auf den... wenn du dich jetzt umschaust, dann siehst du an den Wänden Kienspanhalter, Ja, allerdings ohne Kienspan drinnen. okay. Aber man könnte hier offensichtlich in regelmäßigen Abständen Kienspäne auf beiden Seiten befestigen, diese zum. Und wenn du nach oben schaust, merkst du eigentlich, normalerweise ist das immer rußig von Kienspänen. Hier ist es allerdings schön sauber. Ich bewege mich relativ zügig, nicht laufend, aber ich bleibe nicht stehen, denn ich weiß, dass meine Melodie eine Weile klingen wird, aber nicht ewig. Und das Ja. will ich nutzen, die Zeit. Die Gänge hier sind gute 1,5-2 Schritt breit, gute 2,5-3 Schritt hoch, also 3 Meter in etwa, und alle gleichmäßig bearbeitet und schauen sehr schön aus, also sehr gepflegt, sehr sauber, hervorragend. Ich würde bei einem der Toten stehen bleiben, Ja, also in der Nische, ja, und einmal zuerst schauen und dann gegebenenfalls halt auch tastend schauen, ob religiöse Symbole oder irgendeine Art von Grabbeigaben mich darauf schließen lassen, ob die hier in einem religiösen Ritus bestattet worden sind oder wenn ja, in welchem oder ob sie... würfel mal auf Religion. Auf Religion? Jetzt wieder zum Grabräuber. Nein, Schau auch, ob ein Grabstein ist, Cleon. de facto ist das, was ich tue, ja. So, dann nehme ich Advantage drauf. Das kannst du. Wäre, glaube ich, nicht unwichtig, ja. Zweimal dasselbe würfelt, ist das natürlich doof. Brauchst du einen neuen Würfel? Ja, Brauchen alle. Also ich brauche also auch einen 10 neuen schaffe Würfel. ich. 10 schaffst du? Ja. Du würdest sagen, die wurden nicht einfach nur reingeworfen. So viel steht fest. Die sind schön, wurden irgendwann mal schön eingewickelt, dürften wahrscheinlich, nachdem sie in einem Mausoleum liegen, von höherer Geburt sein. Ja, Ja, gut. Gut, das sind keine vor der Tür. einfachen Leute hier. So viel kann ich erkennen. Aber der jetzt, den man das sieht, Ja, dann schaue ich dort mal, kannst du ob dich hinstellen. ich die aufmachen kann. Muss wir nach oben greifen, wahrscheinlich zur... Du greifst nach oben, erwischt den Knauf und drehst ihn, aber es tut sich nichts. Diese Tür dürfte verschlossen sein. Verschlossen, sag ich. Bei Während dir, Bix da probiert, biege ich schon mal nach rechts ab. du denkst dir nur, du hast so viele Abenteuerromane gelesen in deiner Zeit. Schade, dass da keine Falle ausgelöst wurde jetzt beim Türe-Öffnungsversuch. Normalerweise wäre das ein Klassiker, dass da irgendeine Giftwolke oder ein... Kleiner Pfeil herausschießt. oder Genau. Ein Dorn. Ganz kleiner. Ja, ein ganz Ich kleiner. hab doch immer das Brecheisen. Über die Bix hinweg natürlich. Ja, genau. Super, gleich. Danke. Gleich auf den nächsten. Vorteil, wenn man klein ist. Ich habe noch immer das Brecheisen. Stimmt, ja.
In einer Hand Wollen wir eine da durch? Klebe, in der anderen ein Brecheisen. Offenbar. Was ist denn in der anderen Gangseite? So, ja. Du hast gesagt. Okay. Das doch einfach auf. Fabulant geht dorthin. Er geht Ja. dorthin. Dann gehen wir einfach Wenn da mal wer rübergehen will, nicht aufteilen. Also dann folge ich dem Fabuland. Ich stelle mich dann mal nur hinein, damit wir nicht überrascht werden könnten. ja, okay. Du folgst dem Fabuland. Und du mit dem Licht bist ein gutes Ziel dort, falls du wirklich glaubst, da ist wer. Wenn es keiner andere macht. Und steh schon da. So, nachdem ich dem Licht folgen werde, werde Ja, ich okay. mich dann natürlich... Gut, Fabuland. Ich bin Du jetzt gehst sicher vor. kein Fallenexperte, aber auf offensichtliche Stolpertritte oder irgendwas. Ja, ja, schaue ich natürlich. schon. Natürlich. Eigentlich ein Expertenabenteurer, wenn Ja. ich fast sagen. Ne? Möchte gern. Genau, ich habe alles gelesen. Du hast alles über gelesen und Fallen, kennst dich extrem gut aus. Stolpertritte, Gänge, die sich drehen und man kommt am Ende, wo man reingegangen ist, auch wieder heraus. Ja, ja. Geheime Aufzüge, die in ein Labyrinth. Völliger Wahnsinn überall. Ja, total. Sphinxen, die einem Rätsel fallen, Fragen stellen und ich bin auf alles gefasst. Ja. Ich gehe hier. Gut, wenn du zu dieser Abzweigung kommst, Schau vorsichtig links und rechts. schaust du nach links. Du schaust nach rechts. Was du rechts siehst, ist ein Gang, ein weiterer Gang, links und rechts wieder Alkoven. Du siehst aber auch, dass dort der Gang eingebrochen ist. Da liegt Geröll am Boden, größere Brocken. Und von hier merkst du auch oder spürst du jetzt vielleicht sogar ein bisschen besser, von hier ist dieser Luftzug, der durchzieht. Von hier kommt er von der rechten Seite. Aber dieser Tropfen dürfte echt sein, weil ich noch immer keine Magie wahrnehmen kann. Das stimmt, ja. Keine Illusion. Und nach links siehst du, da wäre auf derselben Höhe wie geradeaus vorhin eine Türe gewesen, normalerweise. Da ist aber das Holz nicht mehr da ist nur mehr der Türrahmen zu sehen, der steinerne. Da fehlt die Türe. Die wird wahrscheinlich jemand rausgenommen haben, um sie zu verheizen oder weil sie kaputt war und nicht mehr repariert wurde, weiß man nicht. Aber dort fehlt einfach die Türe. Ja, weiter, weil es mich pressiert. Okay, die anderen, es pressiert den Fabel. Das ist aber ordentlich. Ich muss ihm auch folgen. Ich kann nicht alleine da durchlassen. Ja. Stellt's euch mal ein. Wieder schaue ich Kannst du mich vorsichtig auch nach alleine rechts. stellen? Wer bist du, warte? Ich bin eine Halborg. Grün. Folgen wir ihnen oder folgen wir dem Danke. Gang ein Stückchen weiter nach vorne? Da dürfte auch noch eine Abzweigung. Ich würde sagen, sehen wir nach, wohin die Abzweigung führt, dann können wir immer noch zurückgehen. So. Und versuche aber die Laterne so verdeckt wie nur irgendwie möglich zu halten. Das ist ja eine Sturmlaterne, oder? Genau. Nein, es ist keine Sturmlaterne. Das ist eine ganz normale Laterne, Ach wo so, eine eine- Kerze Okay, drin dann, steht. Gut, dann ja, halt sie in Höhe deines... Schildes. In der Küche haben sie keine Sturmlaternen stehen. Am Tisch. Ich habe nicht gewusst, woher die Komisch. habt. Ja, also, ich bin davon ausgegangen, dass wir unsere großen Vorbereitungen alles mitgenommen haben und auch Lichter. Echt? Hallo. Aber nachdem 3/4 der Wer Leute... konnte damit rechnen, dass es im Keller finster Wer wird? konnte es rechnen, dass Leute auf Abenteuer gehen, die nicht im Dunkeln sehen können? Ja. Sowas Das ist aber ein auch. Wahnsinn eigentlich. Genau. Also, und wenn wir dann dort sind, spielen wir nach links und nach rechts. Darf ich jeden von euch bitten, Initiative zu würfeln? Jeden, oh mein Ja. Gott. Yay! Das ist einfach ein 20er. Was? Ein 20er einfach. Ja, und einen Initiative-Bonus dazu. 20. Warte, ich frage euch dann der Reihenfolge nach. Ja? Die erste wäre die Bix, bitteschön. 19. Ja. Valkyrie. 7. 7. Ja. Kyun. 20. Wow. Sehr schön. Okay. Ephraim. 11. Ja. Fabuland. 20. Wow. Den pressiert auch, gell? Steht unter Strom. Endlich Abenteuer. Zeit wird's. Okay. Waren die Wölfe Fabulat. nicht Abenteuer genug? Du bist der Erste. Das passt auch hervorragend. Ja? Es pressiert dich. Du Ja. läufst zur Ecke, du drehst dich herum und was du siehst, ist
tatsächlich also fast, würdest du Nein. sagen, fast bei dir ein Skelett, Oh mein Gott. ein humanoides Skelett, die Hände ausgestreckt, eine hängt ein bisschen nach unten, die andere ausgestreckt, der Kopf leicht schräg, Was muss ich da machen? schwebt über den Boden auf dich zu und beginnt in deine Richtung zu kommen. Was tust du? Ich stolpere entsetzt zurück und verstecke mich hinter der Bühne. Schreit wie ein kleiner Tiefling. Versteckst dich hinter der Bix. Okay. Und Wunderschön. Das hört man hier auch. Ja, hier unten. Kliun. So, wo höre ich es mehr? Aus der Richtung oder aus der Richtung? Du hörst es gleichmäßig aus beiden Richtungen, denn hier ist genau das Gleiche der Fall wie auf der anderen Seite. Auch hier wäre eine Türe normalerweise angebracht, aber auch hier ist keine Türe. Gut, das heißt, mein Impuls wird sein nach vorne, Das heißt, in diese in Richtung. diese Richtung weiter. Gut. Das ist jetzt die Frage, jetzt stelle ich nur geschwind die Frage an den guten Ephraim, ob der das auch vorhätte. Ich würde mitgehen. Weil obwohl du zwar schneller dran bist, Ich hab hat den- aber eher das Licht. Ja, und wenn du merkst, du rennst in die Dunkelheit und es kommt kein Licht nach, Ja, könnte die also ganze ich Sache folge ihm, anders ja. ausschauen. Na dann bitte bewege dich so weit, wie du Lust und Laune hast. Aber maximal 30 Fuß. Du kannst sprinten, dann sind es 60. Dann ist es doppelte Das sind Bewegungsfläche. 10, das sind dann 10. 10, bist du so langsam? Nein, ich habe 30 Fuß normal, aber 10 Das sind Kastis, oder? 6 Felder, glaube ich, sind 30 Fuß. 10 Das heißt, sind- sind 12 Felder, die du dich bewegen kannst. Ja. Da muss ich jetzt Als alles sagen. nächster kann aber auch gleich die gute Bix sich überlegen, was sie tut. Ja, ich schau kurz wegen einem Spell. Vor dir siehst du den Fabulan zurücktaumeln, Oder Ephraim macht das steigt mehr eh oder nicht, weniger über dich und dem Lux drüber in seiner Hast und Panik. Ich sprinte hinterher. Ja. Für euch offenbart sich in der Dunkelheit quasi dieselbe Sache. Jetzt muss ich nur etwas würfeln. Moment. Wozu brauche ich das hier? Ja, beide seht ihr ein schwebendes Skelett, das in diese Richtung unterwegs ist und jetzt aber plötzlich fast innehält und wabernd beginnt sich zu drehen in der Luft. Ja, wir waren ein bisschen auffälliger. Ja, die Rüstungen, die scheppernden in diese Richtung ist gar keine Frage. Einen Blick werfen wir auch da rein. Wenn wir schon an der Eine Türe. eine Tür, sehr gut. Ja. Ephraim ist gelaufen, Valkyrie Ulrich. Ja, Deine Aktion. ich habe das gesehen, oder? Weil das war da an der Ecke. Du Und- siehst, was du siehst, ist, dass er so quasi ums Eck geschaut hat und dann so "Huah!" und 3, 4 Schritte rückwärts und über die Bigs drüber, nehme ich an, oder? genau, so über die Pix drüber, hinter der. Hey da! Also ich Okay, glaube, es ist deutlich an meinen Lautäußerungen Ja, zu ja, ja, merken, gut. dass dort irgendetwas ich hau das Bedrohliches Brechers weg. Das Brecheisen landet mit einem Scheppern am Boden. Sehr schön. Aber ich kann da jetzt nicht nach vor preschen, oder? Weil das ist. Da Warum ist nicht? Was hält dich auf? Wie hoch ist es da? Da ist es auch so niedrig wie bei. 3 Meter in etwa. Also es ist nicht niedrig in dem Sinn. Es ist schon nicht unhoch für ein Mausoleum. Also wer auch immer da gebaut hat. Okay, also nachdem der Fabulan so erschreckt ist, muss irgendwas Furchtbares passiert sein. Ich mag ragen und nach vorlaufen Ja. oder springen, je nachdem, was besser ist. Du hast vorhin gesagt, ich soll nicht springen. Ich weiß nicht, ob das noch zählt. Du sollst nicht hochspringen. Okay, aber ich könnte weit springen über kleine Kreaturen. Zum Beispiel, ja. Ich springe jetzt zum Beispiel. Landet bitte nicht auf der Pixel.
Wie springe ich? Was war's mit der Pixel? Du springst über die Bix drüber. Ja. Über ihn drüber springen wird ein bisschen schwer. Nein, der nein, Fabuland aber- ist relativ groß auch, ist normal humaniert. Aber er versteckt sich ja hinter der Bix, also ist doch hoffentlich du könntest ein dich bisschen... so ein bisschen wegchecken im Sprung. Passt, Das ginge passt. ja, ohne dass du ihn tötest, dass du einfach vorbeikommst. Ja. Angemessene Form von Missachtung. Okay. Die einzige angemessene. Und auf Athletics hast du, glaube ich, Vorteil, wenn du raged. Ich sag's Okay. dir nur dazu, soweit Das heißt ich weiß. zweimal glaub ich. würfeln. Zweimal Ja. würfeln. Und wenn nicht, kriegst du es einfach so. Ich habe 20 Du wirst nicht weiter und würfeln. plus 7. Okay. Was sagen wir? Du schaffst es nicht nur, über die Bix und den Lux zu springen, ohne Probleme, sondern dich so elegant in der Luft zu bewegen, dass du nur einen Hauch von einem Fellumhang spürst, der dich sanft über die Wange streichelnd berührt. Sehr beruhigend. Du landest. Ja. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Du kannst extrem weit springen. Du kannst so springen und hättest sogar noch die Möglichkeit, weiter Nachzusetzen. vorzugehen. Absolut. Ja, und du hast ja auch die Möglichkeit zu tun, was du tun willst. Ja, du hast ja nur ein Movement gemacht, deine Action Ja. ist ja noch da. Aber das Skelett hat sich jetzt zu Ihnen gedreht, gell? Schwenkt jetzt gerade. Oder Jetzt ist ist es es so ein gerade- 50-50, weil du gerade so Okay. springst vor. Also ich sehe das Skelett. Ja, das ist jetzt Und- gerade so in einer Halbdrehung und du merkst, wie so, also Drehung, es wabert so hin und her. Was tust du? Ich renne weiter drauf zu. Okay, dann Und mag brauchen angreifen. wir jetzt einen ganz kurzen Moment. Du Was ist das? springst vor Oh nein. und merkst im nächsten Moment, wie du irgendwo dagegen Au! prescht. Ja, das ist eine galertartige Substanz, gegen die du knallst. Und du prallst eigentlich wie bei einem Pudding dagegen und beginnst aber sofort nach innen gesogen zu werden. Oh mein Gott. Ups. Was hat es mit Schloss Tannenwacht auf sich? Werden die Helden aus dem Keller je wiederkehren? Wie wird Samus Schicksal aussehen? Das erfährst du nach unserer kleinen Pause in 3 Wochen. Bleib dran und sieh den Abschluss unserer Kampagne und noch viel mehr auf Beyond Level 1.